hat Spaß gemacht. Ich denke, Top 15 könnten wirklich drin sein. Ey, ich bin noch nie eine Highside in meinem Leben gehabt. In meinem Leben noch nicht. Wir sind gerade in Assen und ich fahre zum ersten Mal heute hier in Assen auf dieser Rennstrecke. Ganz witzig, weil ich fahre relativ viel in letzter Zeit Simracer und ich meine sagen zu können, dass das schon ein bisschen was bringt. Es sind sehr viele Geraden dabei, was ich ja eigentlich einen kleinen Vorteil haben müsste mit der Honda, weil sie ja doch ganz gut geht. Dadurch, dass jetzt Schleiz echt nicht gut lief, ist für mich ja natürlich schon der Ansporn da zu sagen, hey, man muss schon so die Punkte wieder ein bisschen jetzt beisammenhalten und einfach mal wieder welche kriegen, weil ich ja bis vor Schleiz eigentlich ziemlich gut da gestanden war. Und ja, jetzt muss ich schon gucken, dass ich eigentlich wieder Punkte mache. Die Linie vom vorigen Jahr mit schon einer relativ guten Zeit. Das legt man dann mal über das erste Freitraining drüber und dann schauen wir mal, wo er lang fährt, wo er eigentlich langfahren sollte. Da habe ich noch ausgedruckt, die also die Gänge, wo er schalten soll, in welchen Passagen. Nochmal für ihn, für den Kopf. Wir haben ziemlich viele Vollgaspassagen, wo wir gerade die Honda Power dominieren kann und ziemlich harte Bremsphasen. Wird uns gut in die Karten spielen, aber wie gesagt, es ist eine sehr flüssige Strecke. Linie ist hier sehr, sehr wichtig, denke ich. Er muss mit dem Gefühl losfahren, wo er als letztes gehabt hat. Also ist es völlig Quatsch, irgendeinem ein Setup zu geben, wo er erst nicht kennt und wo er die Strecke nicht kennt. Er kann mir nach der FP1 sowieso nicht sagen, da mir die Federung vorne zu weich oder die Dämpfung passt nie oder dies oder das. Das wisst ihr sowieso nicht, er muss erst mal gucken, wo er lang fährt. Durch die Kollision in Schleiz war die ganze Abgasanlage samt Krümmer defekt. Den ganzen Krümmer hat in den Ölkühler reingeschoben. An der Abgasanlage war nichts mehr zu retten. Da hat der Jens von Holzhauer uns zum Glück die Teile noch besorgen können. Die aktuellen Lieferprobleme sind halt auch da spürbar. Das heißt, wir haben eine neue Abgasanlage und wir haben einen neuen Heckrahmen. Der Heckrahmen war an 3 Stellen gebrochen, genauso wie die Heckverkleidung. Das haben wir alles getauscht. Die Teile kamen, wie gesagt, kurz vor knapp an und sind jetzt froh, dass wir hier stehen mit einem Bike, was ready ist. Wir haben aktuell vorne noch gebrauchte Bremsbeläge und haben jetzt über Motorrad Rieke noch ein paar Z04 neue gekriegt, die wir dann fürs Quali reinmachen, um da ein möglichst gutes Feedback und eine möglichst gute Bremsleistung zu haben. Aber gerade hier zum Einrollen und zum Kennenlernen der Strecke für den Matze haben wir ein paar gebrauchte drin. Wird schon werden. Ja. Bin guter Dinge. Die Strecke macht dir bestimmt Spaß. Ich glaube so. Also die schnellen Passagen sind sehr schnell. Ich wüsste nicht, wann ich so schnell irgendwie mal geradeaus gefahren bin, außer auf der Stadt und Ziel. Also so schnell in Schräglage ist echt gewöhnungsbedürftig. Diese Schnecke da, wo sich so eindreht, also ich glaube, da bin ich zu langsam. Also ich glaube, meine schlimmsten Punkte sind wirklich die Schnecke und die Schikane vor Stadt und Ziel. Aber Wheelie Control hat einmal nicht funktioniert. Aus der Schnecke raus war ich im zweiten Gang wirklich wieder so gefühlt senkrecht gestanden. Also eine große Erkenntnis von FP1 war auf jeden Fall, dass ich für den Anfang eigentlich viel zu stark die Kurven angebremst habe. Ich habe Kurven angebremst und war dann am Scheitelpunkt eigentlich schon fast wieder zu langsam, um dann wieder Speed aufzunehmen. Und das ist auch ein großer Punkt. Bis zum ersten ist, glaube ich, Pi mal Daumen 5 Sekunden. Also es ist natürlich immer das erste Training. Es kann sich noch so viel ändern.
leicht verglast, das geht aber noch. Wenn ein Belag richtig verglast ist, hast du meistens hier auch richtig Ausfranzung, weil der Belag wie geschmolzen ist. Und die Ränder hier sind noch relativ sauber. Das geht noch hier oben so ein bisschen. Der Belag ist verzogen. Siehst du hier? Wir werden die trotzdem noch im FP2 fahren, weil wir uns die guten Belege, momentan sind halt Lieferschwierigkeiten, wir haben nur einen Satz dabei, für die Qualis und fürs Rennen aufheben wollen. Grundsätzlich macht es halt für mich jetzt schwer, noch als Mechaniker quasi Input zu geben, weil ich hier selber die Strecke nicht kenne, den Asphalt nicht kenne, noch nie hier gefahren bin. Ja, Reifenplanung im Vorfeld auch schon erledigt, quasi von daheim aus. Wenn der Wetterbericht angesehen hat, war das ganz klar, in welche Richtung es geht. Wir fahren ausschließlich SC0 hinten. Vorne SC2, in den Free Practice gebrauchte Reifen, danach immer schön neue rein, um den besten Grip rauszuholen. Wir bauen jetzt von 11er Federn auf 11,5er Federn, damit er ein besseres Gefühl für die Front kriegt. Und man hat da Bremsen kann. Ich hab's verkackt. Das falsche Teil habe ich schon. Die Stange ist für die Zugstufe und da ist Gas unten drin. Das ist jetzt raus, weil ich das falsche Teil abgeschraubt habe. Schneller geworden, das ist schon mal ein geiles Indiz dafür, dass ich mir schon was richtig mache. Merke auch teilweise später bremsen, teilweise lasse ich näher reinlaufen, was mir sehr viel bringt. Ich merke, ich bin in manchen Stellen, komme ich schneller durch einfach. Hinten kurz vor Start und Ziel, da kommt mir sofort, wenn ich langsam wäre, und hier diese Schnecke, wo man ganz langsam wird, vielleicht sogar die langsamste Stelle. Dann da beim Umlegen merke ich so, die Honda will nicht so richtig da, wo ich jetzt hin will. Und deswegen verliere ich so Zeit, weil ich teilweise so lange in Schräglage hocke. Ich kann einfach kein Gas geben. Und es war auch erstaunlich okay von der Kondition. Ja. Also es war nicht so schlimm, wie ich dachte. Generell hat dir die weniger Motorbremse beim Bremsen ein bisschen geholfen? Ich glaube schon. Also ich bin einmal, da bin ich ja weit gegangen einmal. Ja. Man könnte ich noch ein bisschen mehr machen? Mehr Support? Könnte es mehr machen. Kann ja aber nicht sagen, ja, vielleicht würde mir das auch mehr helfen bei der Schnecke dann wieder. Ne? Hat sich um eine Sekunde wieder gesteigert. Vom Feeling her, so wie es gerade reinkommt, scheint es ganz gut. Wir senken jetzt die Front noch 12 mm ab, damit er noch ein bisschen besser turnen kann, ein bisschen mehr Last auf dem Vorderrad bekommt. Wir werden jetzt auch die neuen Bremsbeläge reinmachen fürs Quali und dann später natürlich auch fürs Rennen. Und halt neue Reifen, weil wir sind jetzt auf gebrauchten Reifen gefahren und neue Reifen machen nochmal gerade für die ersten Runden einen ordentlichen Unterschied. Ich bin jetzt aktuell Platz 16, versuche noch auf jeden Fall ein bisschen weiter vorzukommen. Ziel ist es, schon noch mal eine Sekunde draufzulegen, noch mal eine Sekunde schneller zu fahren und dann somit irgendwie auf 12, 13, 14 wäre schon geil. Dadurch, dass ich ja später rausgefahren bin, waren die ersten schon wieder von ihrer ersten Inlap draußen. Ich schaue zurück, ich will natürlich die Leute nicht aufhalten und will möglichst weit rechts fahren. An der Kuppe, an dieser ersten rechts, wenn du rausfährst, sind aber ungefähr, also gefühlt so hohe Hubbel. Ich bin da drüber gescheppert, Junge, mich hat's auf der Maschine katapultiert. In der Schikane hier wieder, wo wir vorhin drüber geredet haben, mit Gas zu. Du machst das ganz zu und dann machst du das Motorrad, macht dann. Da hatte ich mir gedacht, oh Alter, das war kurz vom Abflug. Und wenn ich da abfliege, dann gute Nacht. Aber ansonsten sieht es eigentlich sehr flüssig aus, wie du fährst. Bremse ist schön. Ja, deswegen hat es mich so geärgert, weil ich habe mich gut gefühlt eigentlich und auch schnell gefühlt.
Und habe dann auf meinem Tacho geguckt und denke mir so, 45,2, die Jungs fahren 3 Sekunden schneller. Und wie? Ja, Du versuchst das sauber zu fahren, was dir auch gelingt, aber es ist halt nicht schnell. Und das ist das Problem, wenn du noch zu tief bist und du reißt den Hahn schon auf, macht die TC und dann kommt dieser Moment, dass du umlegst auf die rechte Seite, dann gehst du ja wieder in das Negative. Wir haben dann noch mal eine härtere Feder eingebaut und das war dann auch letztendlich die Geschichte, die dann wirklich auch geholfen hat, dass ich ein besseres Turning hatte im Zusammenhang mit einer stärkeren Motorbremse. Wir haben gerade das Motorrad gewogen, 178 Kilogramm. Und ich glaube 173 dürfen wir haben. Q1 war etwas durchwachsen, sagen wir es mal so. Leider nicht das gewünschte Ergebnis, aber das ist Nörgeln auf hohem Niveau. Ne? Platz 16 fürs Q1. Ja, nicht so geil wie erhofft. Es ist schon deprimierend, wenn du auf deinen Lap-Timer guckst und du selber pusht und du weißt, du hast neue Reifen drauf und du siehst dann aber, es wird nicht besser. Du triffst 3 Entscheidungen, 3 sind richtig, die 4. ist so immer ein Schuss in der Toilette. Ne? Erwartung an Q2 ist eigentlich ganz klar Top 15. Das muss drin sein. Ja, es gibt so 2 Stellen, wo ich weiß, okay, da lasse ich auf jeden Fall Zeit liegen. Das ist wirklich der Punkt. Beim Paul genau das gleiche Problem. Du musst dort richtig spitz reinfeuern und den Hahn aufreißen. Genauso wie hier vorne. Nicht so schräg in die Links. Das ist anstrengend an der Stelle. Da musst du Opfer bringen. Gas geben und sitzen bleiben. Mehr kann man da eigentlich nicht sagen. Trotzdem, ich bin eine Sekunde schneller geworden und trotzdem bin ich nur einen Platz nach vorne gekommen. Ich bin einmal Johann, glaube ich, ein bisschen im Weg rumgestanden, als ich einmal kurz Pause gemacht habe. Und ich habe eigentlich nach hinten geguckt und geschaut, ob jemand kommt. Dann war ganz weit weg eine Cover. Das müsste Johann gewesen sein und er hat sich so aufgeregt. Das hat mir so leid getan. War natürlich nicht böse gemeint, war nicht extra. Ich habe das nicht gecheckt und ich bin einer, ehrlich gesagt, der richtig vorsichtig bei sowas ist. Versucht immer nie einem im Weg rumzustehen. So an sich lief es gut, also es ist ein geiles Gefühl. Ich bin rausgefahren, die erste fliegende Runde war gleich eine 1,44, müsste 2 gewesen sein oder 3, also mit einer, ich glaube fast die Bestzeit, meine zweitbeste Zeit in dem Lauf. Bin auch noch mal kurz reingefahren und dann bin ich noch mal eine angegast und bin dann meine Bestzeit gefahren. 15 mit 44, 1,48. 15 bin ich. Vorher noch nie hier warst, ist das richtig stark. Und auch gut, dass ich noch mal eine Sekunde schneller wurde. Das war auch das, was ich erhofft habe. Also, ich bin zufrieden. Ziel erreicht eigentlich. Also ich muss schon sagen, glaube ich, dass mich das Wetter ein bisschen runterziehen wird. Ich weiß nicht, ob ich die Zeit so halten kann, weil es halt dennoch ziemlich warm ist. Der Reifen hat weniger Grip. Wir werden sehen. Und ich hoffe mal, dass meine Ausdauer hält.
Ja, minimale Anpassung Motorbremse nochmal. Dann hat er sich eigentlich wohl gefühlt. Deswegen fasse ich da nicht viel an. Es ist bei ihm eigentlich nur 2 Linienpunkte, wo er hinkriegen muss. Ich denke mal, wenn er das im Rennen hinkriegt, könnte es gerade so Top 10. Ging eigentlich alles super los. Am Pre-Start war es ein bisschen unruhig. Haben auch den normalen Start mit der Launch Control mal ein bisschen früher eingeleitet. Wir hatten auch wieder ein bisschen Angst, dass es nicht klappt und so eine Miserie wie in der Schleiz nicht zu wiederholen. Haben wir einfach gesagt, komm, hau einfach so früh wie möglich die Launch Control rein, dann orgel die halt mal ein bisschen länger, aber dann ist es so, das schadet dem Motor nicht unbedingt. Innen wurde es dann schon ziemlich eng. Ich glaube, Daniel Kirchhoff hat ein bisschen Probleme mit dem Start. Also da bin ich sehr nah rangekommen, ist aber trotzdem vor mir geblieben. Und hatte dann vor mir irgendwann Jan Schmidt. Konnte eigentlich auch ganz gut dranbleiben. Ich habe irgendwie ein bisschen gemerkt, dass er in den ersten 2 Runden ein bisschen getrödelt hatte. Ich wusste ja, dass er eigentlich ein schnellerer Kandidat war und habe es dann aber auch gleich mal versucht und habe mich da vor der Doppel rechts gleich mal innen reingesetzt, aber bin dann notgedrungen natürlich auch weit gegangen, weil natürlich das ist eine eklige Stelle. Man ist sehr, sehr schräg. Ich schleife da wirklich mit Fuß, Ellenbogen und allem drum und dran und habe da auch mal ein bisschen Angst, eigentlich übers Vorderrad wegzuschmieren. Und da hat sich Jan Schmidt wieder schön innen reingedrückt und hat so mich wieder sofort überholen können. Start und Ziel drauf und ich habe versucht, ein bisschen später zu bremsen, aber habe gemerkt, irgendwie hat das nicht so ganz hingehauen. Bin dann weit gegangen, bin dann die Kurve quasi geradeaus über die Curbs gefahren. Das hat dann auch ordentlich gescheppert. Bin wieder drauf gefahren und war dann immer noch dran. Aber so ganz die Pace mit Jan konnte ich auf jeden Fall nicht mithalten. Früher oder später kam dann auch Max Melzer dann von hinten an und hat mich überholt. Was ich mir im ersten Moment aber nicht sofort gleich so geben wollte. Ich habe gemerkt, dass Max auf jeden Fall mit seiner Yamaha ein bisschen andere Linien einfach fahren konnte, als ich mit der Honda. Max hat sich da wieder innen reingesetzt. Ich wollte auf keinen Fall nachgeben. Hatte dann auch gleich meine Bestzeit von einer 1:43,7. Also ich habe mich wirklich noch mal deutlich verbessern können. Wir sind in die erste rechts wieder eingebogen. Ich wurde auf jeden Fall wieder schneller. Ich habe gemerkt, ich habe auf jeden Fall einen höheren Speed jetzt wirklich in jeder Kurve drin. Und es geht in diese Schnecke rein. Rechts, wieder rechts, wieder rechts. Umlenken auf die links. Ich habe den Fehler gemacht, bin sehr spitz reingefahren. Bisschen zu stark gebremst und habe das wirklich nicht kommen sehen, ist mir sehr abrupt einfach weggeschmiert, ins Kies gerutscht, habe noch gedacht, oh, bitte überschlag dich nicht, bitte überschlag dich nicht. Ist auch einfach auf der Seite geblieben, ich bin schnell hingerannt, habe vergessen dann leider die Zündung eigentlich schnell wieder auszumachen und wieder an, weil sonst springt die nicht wieder an, habe sehr viel Zeit leider verloren. Es war ja die vorletzte Runde, es war sehr, sehr ärgerlich. Und dann ist mir auf Start und Ziel, habe ich den Gang nicht reinbekommen, weil ich im Leerlauf hatte ich keine Motorbremse. Der war zu hoch. Ja. Ist gebrochen.
Halterung von der Schaltung. Verstehe. Wo das Vorderrad einklappt, bis zu 50 Grad schräg, ist nichts. Bist du Startziel durch den weißen Fleck gefahren? Da ist einer gestürzt, der ist auf die Startzielgerade, da habe ich schon gedacht, jetzt ist sowieso Abbruch. Da sind die einfach auf die Strecke gelaufen, haben ein bisschen Öl in dem Mittel hingekippt und sind wieder runtergelaufen. Bist du da vielleicht durchgefahren? Da kommt er an, bremst, ganz normal, so wie immer. Und hier, wo die Bremse loslässt, klappt es rein. Du hast wenigstens nichts getan. Das ist schon mal gut. Ja, aber ist komisch. Ich bin auch noch nie einen Highsider in meinem Leben gehabt. In meinem Leben noch nicht. Ich stürze immer übers Vorderrad. Ja, versuchen wir es, wenn der Motor ganz ist, fürs zweite Rennen halt besser zu machen. Ne? Also eigentlich muss ich sagen, das Rennen hat richtig Spaß gemacht. Mit dem SC1 erwarte ich wieder Top 10. In ersten Stürzen ist wie ein Sandkasten fahren. Das ist echt übel. Wie krass ich jetzt die ersten Races wertschätze. Dass wir da gut gefahren sind und ich habe das so hingenommen, als wenn das jetzt ganz normal wäre. Jetzt wird es langsam nichts mehr mit meinen Punkten. Oh Mann. Aber es ist wie es ist und ich hoffe einfach auf Race 2. Sprintmapping korrigieren, läuft ein bisschen zu mager. Also kleine Sachen nur noch. Nach dem gestrigen Tag erwarte ich eigentlich eine Top 15 Platzierung. Matze wollte von sich aus ein bisschen Tempo rausnehmen, ein bisschen mehr auf Safe fahren. Da will ich mit auch nicht reinreden. Grundsätzlich würde es mich natürlich freuen, wenn er pusht und auf Top 10 fährt. Bike ist soweit wieder ready. Ist halt wirklich so, ne? Du pusht halt auch einfach hart. Auch gerade in Rennen fährst du auch manchmal so ein bisschen über Limit. Dann passiert halt sowas. Du fährst halt so an so einem Limit, für dich selber zumindest, dass du halt sagst, ey, das ist halt an der Grenze einfach, ne? Ich bin schön Wetterfahrer, aber das ist so heiß. Schau, dass du am Anfang vom Rennen viel pusht und dann nimmst du einen Ticken Speed raus, so ab Runde 5, 6. Dass du das Vorderrad nicht überpaced, weil auch das war bei Paul gerade das Problem. Das Vorderrad ist gerade durch die Frontlast von Honda echt ein Problem hier. Launch Control. Ich will gar nicht sagen, dass es jetzt auf einmal wieder klappt, weil ich habe wirklich schon alles erlebt, aber ich lasse jetzt einfach wirklich, ich glaube 5, 6, 7 Sekunden einfach reinorgeln, wo ich vorher voll die Probleme hatte. Und dann klappt es auch. Bin auch richtig gut wieder weggekommen. Ist natürlich immer eklig, da in die erste rechts reinzufahren, da wird alles noch mal ein bisschen enger. Dann hatte ich den Robert vor mir. Ich konnte ihn dann aber doch schnappen auf der Geraden. Er hat mich dann von hinten nochmal überholt. Alles fair, alles cool. Auch eigentlich wieder an einer ungewöhnlichen Stelle, wo ich nicht gedacht hätte. Das war an einer schnellen Gegengerade und hat mich links überholt. Ihr wisst ja, Honda ist stark, Yamaha eigentlich rein von der Leistung her nicht so stark. Bin ich anscheinend sehr schlecht aus der Doppel rechts rausgekommen. Anders kann ich es mir nicht erklären. Habe ich den auf der Geraden wieder bekommen, Honda Power, ordentlich rausbeschleunigt und dann auf der Bremse wieder bekommen. Dann habe ich in der letzten Runde noch Jan Büchel, müsste das dann gewesen sein, mit der Cover überholt. Der war richtig schnell, aber ich habe gemerkt, dass der, glaube ich, auch von der Ausdauer ein bisschen, der konnte nicht mehr ganz mithalten, habe ich gemerkt, der hat ein bisschen geschwächelt.
Als ich dann in meine letzte Runde reingefahren bin, habe ich dann nochmal nach hinten geguckt und habe gesehen, Robert ist gerade mit dem Coverfahrer ein bisschen beschäftigt und dachte mir schon so, oh, okay, geil, das könnte was Gutes werden. Ich glaube, ich bin in die Punkte gefahren, ich wusste schon ungefähr, ich bin ein bisschen weiter vorne. In der letzten Schikane wurde es dann nochmal richtig interessant, weil dann hat Robert nochmal einen Angriff gestartet. Richtig geil von Robert, hat sich dann neben mich gebremst. Ich dachte, oh no, das kann jetzt nicht sein. Ist aber einen Ticken weit gegangen. Ich habe ein bisschen stärker gebremst, weil ich gesehen habe, okay, jetzt fahre ich auf die innere Linie. Habe gebremst, habe noch Angst gehabt, dass ich nicht mit meinem Vorderrad sein Hinterrad touchiere. Hat aber geklappt, bin nach rechts eingelenkt, hatte die bessere Linie und bin wieder an ihn vorbeigegangen. War ein richtig geiles Race und hat richtig Spaß gemacht. Grüße gehen raus an Robert. Yeah, it was good. It was good. With better with the SC1. Rennen 2, für uns ein sehr, sehr gutes Ergebnis, wie wir es erwartet hatten. Bockenheim wird nochmal so ein Saisonhighlight, mit dem wir, denke ich, einen ganz schönen Abschluss schaffen werden. Aufgrund des Asphalts und der Hubbel auf der Strecke eine kleine Herausforderung. Auch wieder für uns als Team ein richtiges Fahrwerkssetup zu finden. Das zweite Rennen mit 11 Platz ist eine gute Leistung gewesen. Das, was wir eigentlich erwartet haben. So, ankommen war das Ziel, glaube ich. Muss aber trotzdem sagen, mir gefällt Assen. Ich finde Assen eine super Strecke und frage mich eigentlich bis heute, wieso ich nicht schon öfter da war, weil es sind nur 3 Stunden von Hamburg.